Mein Name ist Franz Josef Brüggen von dem Betrieb Brüggen Landtechnik. Wir sind ein Lohnunternehmen, speziell für Landwirtschaft. Von der Frühjahrsbestellung bis zur Ernte bieten wir alle Dienstleistungen an, die hier in der Region gemacht werden, ob es im Frühjahr mit Aussaat, Düngung, dann Pflanzen und ja, dann im Sommer weiter mit der Strohernte. Sind wir zurzeit mit 11 Mähdreschern unterwegs, 5 Großpackenpressen von Krone, die Big Pack, speziell Rundballenpressen, die Varipack sind dieses Jahr neu angeschafft worden, um ja, hohe Pressleistungen zu fahren, hohe Schlagkraft zu haben. Sprich die Varipack, wir haben sie im letzten Jahr ausprobiert, haben dieses Jahr dann die neue bekommen. Und ja, die überzeugt uns eigentlich quasi mit der hohen Flächenleistung, hohen Pressdichte, auch wenn wir schnell wechseln wollen. Zwischenzeitlich noch Heu pressen. Dann kann man dann schnell vom Terminal oben auf Weichkern umstellen. Die Pressdichte kann man von oben sauber einstellen und ist von dem Fahrer auch über den Monitor sehr einfach und gut erklärt. Kann man genau sehen, der Ballen ist aufgeführt in dem Display und da kann man dann die Pressdichte verstellen und auch die Ballengröße verstellen. Bei der Varipack Plus ist auch, die läuft über Lord Sensing, ist für den Fahrer auch sehr angenehm. Die Ballenkammer öffnet sich automatisch, wenn er fertig ist mit der Netzbindung, schließt automatisch wieder. Dann kann der Fahrer wieder so weiter starten, er braucht kein Steuergerät betätigen. Macht die Presse alles komplett automatisch. Das ist war auch ein sehr gutes Kaufargument für uns, dass die Maschine die Abläufe vom Netz einschießen bis zum Auswurf des Ballens automatisch macht, dass der Fahrer da nicht groß eingreifen muss und das sauber durchläuft. Ja, das Plus ist bei der Varipack, die Stärken spielt sie aus in den hohen Strohreihen, wenn wir breites Schwart haben. Die Mähdrescher werden immer größer, die Reihen werden immer größer. Wir haben stellenweise jetzt Weizenerträge von 10 Tonnen. Deswegen haben wir auch dementsprechend hohe Strohmassen und Mengen, die mit der Presse aufgenommen werden müssen. Und dadurch den neuen Rotor und die breite Pickup verarbeitet die Reihen sehr gut auf und haben ganz wenig Verluste bei der Schwartaufnahme. Dann Netz wechseln, wenn ein neues Netz eingelegt werden muss, kann von der Seite so mit der Rutsche eingeschoben werden. Braucht man nicht die schweren Rollen, wir fahren die großen Rollen mit 3600 Meter. Die haben ja ziemlich Gewicht, aber die kann man mit der Seite, mit der Rutsche so reinschieben. Das ist halt für den Fahrer alle ein bisschen leichter. Dann vorne sind Trittstufen, wo der Fahrer sicher stehen kann, um das Netz einzufädeln. Und dann kann der Fahrer zügig wieder die Fahrt aufnehmen, wenn das Netz gewechselt werden muss. Mein Name ist Jürgen Thiel. Ich bin jetzt gerade momentan am Rundballenpressen mit der Krone Varipack 190 XC Plus. Die fahre ich jetzt die zweite Saison. Letzten Saison habe ich mit der Varipack ungefähr 4.500 Ballen gepresst. Ich kann jetzt hier eine Ballengröße bis 1,90 Meter einstellen. Hauptsächlich aber fahren wir bloß die Größen von 1,30 Meter bis 1,85 Meter. Wir setzen die Varipack hauptsächlich bloß im Stroh und im Heu ein. Für die Silageballen setzen wir die Comprima ein. Was mir besonders gefällt an dieser Presse ist, dass ich auch bei hoher Geschwindigkeit noch einen sehr hohen Pressdruck erzeugen kann. Auch das Netzwechseln ist kinderleicht. Die Bedienung ist auch kinderleicht. Es hat nur einen Tag gebraucht, bis ich mich hierin eingefunden habe. Wir fahren diese Presse hier über den Schlepperterminal mit Isobus. Ich kann alles auf Automatik stellen, die Netzbindung auf Automatik, die Heckklappe auf Automatik. Ich brauche kein zusätzliches Steuergerät mehr ziehen für die Klappe. Ich steige gerne auf dieses Gespann. Also ich fahre morgens gerne oder mittags gerne los und ich presse auch gerne so lange wie es eben geht, weil es wirklich Spaß macht. Und ich muss sagen, ich kann hier mit hoher Geschwindigkeit fahren. Ich fahre jetzt 20 km/h bei einem guten Bestand. Und man kann schon einige Großpacken überholen, sage ich mal so. Auch wenn man ab und zu mal stehen bleiben muss, aber man kann schon gut mithalten.